Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Deutschen Meisterschaft 2019, wieder mal in Bochum. Es sind über 1000 Spieler hier und wir haben uns gedacht, es wäre mal toll zu sehen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Also wie läuft vielleicht so ein Deckcheck ab oder was macht die Technik eigentlich, damit das ganze Turnier reibungslos abläuft. Und da nehme ich euch jetzt mal mit auf so eine kleine Tour behind the scenes. Alles klar, los geht's zur Technik. Hi, erklär doch mal, was macht ihr eigentlich hier? Ja, wir machen einen Livestream wir haben halt eben einen Tisch, der eben mit Kameras ausgestattet ist, mit Lichtern und so weiter. Und dort gibt es halt immer ein ausgewähltes Feature-Match. Und ja, das wird halt live gestreamt auf Twitch, auf Facebook, YouTube und so weiter. Und wie bedient man das hier alles? Das sieht ja schon ziemlich kompliziert aus. Dafür braucht man auf jeden Fall mehrere Personen so. Dadurch, dass wir halt natürlich diese Apps haben, die uns anzeigen, wie die Spielstände sind. Mehrere Kameras, die immer umgeschaltet werden müssen. Dann habe ich natürlich hier meinen Kollegen am Ton, der mir da hilft, weil das gleichzeitig zu steuern, das funktioniert dann doch nicht mehr. Ja. Alles, so viele Mikrofone und Kameras, wie wir mittlerweile haben. Ja, da hinten sitzen die Kommentatoren und kommentieren das Ganze. Und, ja. Wie ist es eigentlich, so ein Turnier zu casten? Aufregend. Hast ja jede Runde ein neues Spiel, kannst dich von Spiel zu Spiel kämpfen, auf jedes Spiel neu freuen. Hat auch einen riesigen Vorteil gegenüber des Spielens. Du kannst nämlich nicht verlieren und danach sauer sein. Aha. Und das macht, also ich meine, seid ihr nicht gute Spieler auch? Also ich meine, es war natürlich eine schwere Entscheidung, ob man das Event jetzt hier casten möchte oder selbst vielleicht sich versuchen kann, dann im Top-Cut durchzuschlagen. Aber ich glaube, es war die bessere Entscheidung, es zu casten, weil das Spielen ist da natürlich doch noch. Ja, man kann ja auch noch bei anderen Ländern die Nationals spielen. Und bei YCS und so ist es eher was anderes. Aber hier können wir das dann gerne moderieren. Es ist eine geile Halle und ja. Wie sieht denn so euer Alltag aus hier so? Ich meine, ist es irgendwie so abwechslungsreich oder ja, stressig? Also jetzt die ersten 2 Runden waren auf jeden Fall stressig. Ja, wir haben uns hat relativ lange gedauert, in beide Runden reinzukommen. Das heißt, wir waren mit unserem Spiel quasi erst fertig, wenn schon die Pairings für die nächste Runde ansonsten fertig waren. Okay. Heißt also, wir laufen nach oben, holen unser nächstes Match dann dazu und es geht direkt weiter. Also wirklich zack, 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 Power, Power, Power. Wir sind jetzt bei der Feature-Match-Area und gerade beginnt das Feature-Match auch gleich. Deswegen können wir kurz mal zu den 2 Kandidaten hingehen. Wie fühlt ihr euch denn gerade? Ja, bisschen doof, aber ist okay. Also nervös oder? Nicht mehr, nee. Okay, also du hast schon häufiger gemacht? Ja, schon relativ oft. Und du? Ich bin mega aufgeregt, das ist mein erstes Feature-Match. Ach was? Ja, deswegen ein bisschen aufgeregt. Und dann kenne ich ihn auch noch. Gegen bekannte Spieler spielen, finde ich, also die man selber kennt, ist immer noch ein bisschen was anderes als gegen Unbekannte. Weil dann seid ihr im Bild. Da ist ein schwarzer Strich bei dir. Ja. Genau. Also nicht irgendwie dann so aufs Bild laufen, weil dann sieht man nur die Hälfte von eurem Gesicht. Das ist nicht ganz so cool, logischerweise. Genau. Welche Farbe ist auf dem Tisch bei Maurice? Also bei Maurice ist rot. Okay, dann machen wir hier Maurice und hier machen wir Jörg. Und dann gucken wir mal. So, wir gehen jetzt zum Deckcheck. Ihr seht schon, kein Durchgang, aber nicht für uns. So. Hier findet normalerweise eben der Deckcheck statt. Werden eben Decks pro Runde kontrolliert, ob irgendwie Hüllen auffällig sind oder nicht. Ja, man sieht auch ein paar Decklisten, eben um abzugleichen, ob alles stimmt. Wie läuft das normalerweise hier ab? Normal läuft es so ab, dass wir die Decks abholen am Start der Runde oder als so ein Mid-Round-Deckcheck. Heißt, wenn unser erster Deckcheck vorbei ist, machen wir noch einen spontanen Deckcheck an Tischen. Wir kontrollieren die Hüllen, den Zustand der Karten, ob Karten dabei sind, die gebogen sind zum Beispiel und versuchen halt ein Muster rauszufinden, ob über Markierungen von Hüllen oder Markierungen von Karten geschummelt werden kann und versuchen also einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, dass man herausfindet, wer sauber spielt und wer nicht. Es kann natürlich auch sowas geben, dass Hüllen schon von vornherein bei der Produktion nicht ganz in Ordnung sind. Das sind Sachen, da bekommen Spieler höchstens ein Warning für, sie sollen die Hüllen austauschen. Das sind Sachen, die passieren können, also wir machen das nicht in böser Absicht, wir wollen halt auch versuchen, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewähren. Gleich um die Ecke ist der Judge-Raum. Da haben die Schiedsrichter im Prinzip ihre Pausen und können eben essen, sich was zu trinken holen. Und das gehört nicht dazu, das ist einfach nur von dem Ruhrkongress eben eine Halle. Aber hier im Prinzip haben sich dann Leute eingenistet. Das ist im Prinzip nur ganz kurz ein Einblick. Ja, alles, was man irgendwie haben möchte, ob es Süßigkeiten sind oder irgendwie Obst, Gemüse. Und einfach eine Möglichkeit, eben seine Sachen abzustellen. Ja. Schiedsrichter-Klamotten, man muss ja auch sehen, dass es ein Schiedsrichter ist. Rot ist da die beste Farbe.
Und das gibt es auch in allen Größen. Für Staff dann im Prinzip dann andere Shirts. Okay, wir sind jetzt mal hinter der Bühne und gehen jetzt mal im Prinzip auf die Tribüne, wo normalerweise gar keiner hinkommt. Danke. Ja, also hier kommt echt niemand hin normalerweise. Hinter mir seht ihr auf jeden Fall die über 1000 Spieler, die heute eben da sind. Runde 3 ist gerade angebrochen und ja, es wird fleißig gespielt. Und schade eigentlich, dass dieser Blick so vielen verwehrt bleibt. Wir haben jetzt noch so ein Fernglas, glaube ich, können wir noch so ein paar Spiele beobachten. Das wäre auch ziemlich cool. So. Okay. Also, hinter all den Vorhängen stecken im Prinzip so Labyrinthe von Gängen. Nein, also es ist gar nicht so kompliziert tatsächlich. Wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, geht das. So, einmal hier durch. Und hier ist dann im Prinzip die Main Event Stage. Hier wird im Prinzip alles gemacht, um zu organisieren. Es werden auch wie nennt man diese Result Slips abgegeben, damit man versteht, okay, wer hat jetzt gewonnen, wer nicht. Im Prinzip alles, was Orga betrifft, findet hier statt. Wer Fragen hat, kann auch hier hochkommen und irgendwie Fragen stellen oder nicht hochkommen, aber im Prinzip dann nach vorne gehen. Und ja, können wir mal kurz hingucken. Und hier ist natürlich noch die Written Coverage von Pascal. Wie sieht denn so dein Job eigentlich aus? Wie du schon sagst, Written Coverage, das heißt, ich mache alles, was geschrieben ist, was eben nicht in Videoform präsentiert wird. Das geht von Metagame-Analysen, also hier werte ich zum Beispiel gerade aus, welche Decks gespielt werden, in welchen Anteilen. Da gibt es ganz viele Bildergalerien, die dann Verschiedenes zeigen, was man so alles erleben kann auf dem Event, was oft auch in der Video-Coverage etwas kurz kommt, weil da ja vor allem auch die Feature-Matches gezeigt werden oder eben Interviews mit den entsprechenden Spielern. In der Written Coverage gibt es dann oft auch einen Überblick über das gesamte Turnier, also auch wirklich über die gesamte Halle, was man so alles erleben kann und sehen kann hier. Tatsächlich ist die schriftliche Coverage relativ ähnlich geblieben. Wir haben am Anfang oft auch Feature-Matches gemacht und geschrieben. Dadurch, dass wir jetzt die Feature-Matches in Videoform haben, ist das rausgefallen, weil das einfach sehr viel Zeit gefressen hat und dadurch, dass es ja jetzt die Video-Feature-Matches gibt, auch keinen echten Mehrwert mehr bietet. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf die anderen Formate, gerade sowas wie eben Deck-Features oder auch mal so Duelist-Profiles, wo wir einzelne Spieler begleiten oder uns anschauen, was die so zu sagen haben. Und das ist so der Fokus geworden. Allerdings hat sich ansonsten nicht wahnsinnig viel verändert. Wir haben tatsächlich, wir sind quasi der Teil der Coverage, der immer stabil bleibt, der Fels in der Brandung, während sich das Videoformat ja sehr dem Zeitgeschehen anpasst. Ja, cool, danke auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Ich würde sagen, das war's dann auch schon von einem kleinen Behind-the-Scenes-Blick. Wenn ihr noch Fragen habt, was euch noch interessieren würde, schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir es vielleicht nächstes Mal einfach noch filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Wir können vielleicht mal eine dieser Türen betätigen. Ah. Geht das irgendwie auf? Ah! Ach so!